Hi und herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick im Diamond Painting. Es kommt ja immer dienstags ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelprojekten. Ja, der Monat Februar. Ich weiß nicht, irgendwie, ja, ist das alles nicht so gelaufen, wie ich es gern hätte. Warum auch immer. Aber gut, ein bisschen was habe ich gepainted. Das hier war ja sozusagen die Pläne für den Februar. Und ja, es ist doch einiges fertig geworden und einiges vorangeschritten. Ja, schauen wir uns am besten einfach an. Ich habe hier als erstes die fertigen Sachen liegen. Und zwar hatte ich mir aufgeschrieben, einmal für das Mystery Event das Bildchen fertig zu machen. Und dann hatte ich ja noch vielleicht Not a Full Moon Yet oder den Snow Dragon zu painten. Und ja, es ist dieses hier geworden. Sie ist fertig. Das ist ein Bildchen von dem Shop Steen for Steen. Not a Full Moon Yet. 40 x 50 cm groß. Mit super vielen schönen Sondersteinchen. Es sind AB, also Aurora Borealis beschichtete Steinchen dabei. Es sind Metallic Steinchen dabei. Und es sind, Moment, irgendwo auch noch Fairy Dust Steinchen dabei. Zumindest hatte ich das so in Erinnerung. Ja, das Bildchen hat wirklich Spaß gemacht. Das hat mich ja jetzt ein paar Monate eigentlich begleitet. Ich glaube seit Dezember. Und das, im Januar hatte ich es dir hier noch gezeigt. Also die Augen hatte ich und der Rest ist jetzt im Februar einmal mit dazugekommen. Ich hatte das Ganze hier in der Box drin. Hier siehst du dann auch mal die schön vielen Farben. Und es ist wirklich 1:1 umgesetzt. Also wirklich toll, mega schön. Das Ganze hatte ich hier mit so Release Paper gepainted. Also immer mehr so Sektionen abgedeckt und dann Release Paper abgezogen und die Größe dann da einmal gepainted. Also ja genau, wir hatten auch noch Fairy Dust, Metallic und AB Steinchen. Ja, und das auch nicht zu wenig. Also es ist aber auch noch von allen Steinen definitiv übrig. Ausschuss bei ihm hier. Muss ich mal gerade umdrehen. Er hat doch ein paar Steinchen, hatte ich aber nicht viele, also wirklich ganz minimal. Und hier sind auch noch Steine drin. Also es ist wirklich von jeder Farbe noch da. Das sind die leeren. Und da sind noch die, wo überall noch was drin ist. Also hat alles ausgereicht. Wirklich sehr, sehr schön zu painten. Und ich bin am Überlegen, dass ich mir hier die Spezialsteinchen auf alle Fälle aufhebe. Und ich gucke mal durch, weil hier waren auch Steine dabei mit dem neuen Schliff, dass ich mir die halt auch noch rausnehme. Weil die haben wirklich gelegen wie eine Eins. Ganz, ganz toll. Es sind Harzsteine. Und ist, glaube ich, auch noch im Shop erhältlich. Bei Steen for Steen. Ja, was will man mehr sagen? Auch hier bei den Gesicht überall. Also es ist wirklich
Die Steinchen liegen super gut. Ich habe hier auch mit Mehrfachaufsetzer gepaintet in den Sektionen, wo es halt ein bisschen ging. Hier im Gesicht zum Beispiel. So ein bisschen hier im Hintergrund. Ja, und trotzdem sieht man keine Lücken. Wirklich ganz toll. Und die Leinwand finde ich mega schön. Die ist ganz samtig weich, finde ich. Also wirklich schönes Bild. Wird nicht das letzte gewesen sein, was ich aus diesem Shop geholt habe. Ja, das war jetzt auch so eine ganz kleine Review zu dem Bild sozusagen. Da gibt es wirklich nichts zu meckern. So, und jetzt kommt das zweite fertige Bild. Das ist einmal Sleep All Day. Es ist ein Mystery, also wenn du das nicht sehen möchtest, dann kannst du ja kurz vorspulen. Ich werde es jetzt zeigen gleich. Ich sage aber nochmal Bescheid. Dieses Bild hatte 39 x 49 cm, 33 Farben. Es hatte nachtleuchtende Steinchen, dann Fairy Dust Steinchen, AB und Metallic oder Strass. Einmal Strasssteinchen. Das ist von Maho Shoujo, das Bildchen in eckigen Steinchen. Und auch hier habe ich wirklich von allen Steinchen noch was übrig. Die Farbpalette ist eher in rosa, lila gehalten. Hier, das ist zum Beispiel noch alles Fairy Dust. Hier sind die nachtleuchtenden Steinchen noch drin, aber es ist von allen was übrig. Von allen Farben. Also auch sehr, sehr schön. Wo ich ein bisschen Probleme hatte, war mit der Rosa, aber das habe ich in meinem VIP and Chat gesagt, dass das eher daran lag, weil ich den Hintergrund mit Mehrfachaufsetzer gepaintet habe. Ja. So, ich würde sagen, ich drehe das Ganze jetzt um. Und hier ist es. Sleep All Day. Viel werde ich jetzt zu dem Bild nicht sagen, denn falls jemand das nicht sehen möchte und vielleicht paintet oder so oder was anderes dann gerade macht, deswegen möchte ich das Motiv nicht beschreiben. Ja, und hier bei dem Hintergrund hatte ich halt mit dem Mehrfachaufsetzer gepaintet. Und ja, dadurch hat sich das so ein bisschen verschoben. Aber das sieht man auch. Also es ist leider etwas schepp geworden. Und dadurch, dass das schepp wurde, hat sich dann bei mir sozusagen die Kästchen so ein bisschen verschoben. Also es war dann immer so ein kleines Stückchen und ja, war nachher ein bisschen Arbeit, das alles wieder richtig zu schieben. Aber ich habe es hinbekommen. Hier oben siehst du, sieht es schon ganz anders aus. Genau. Aber ich finde es ein sehr, sehr schönes Motiv. Es ist ein schönes Mystery gewesen. Auch hier die Steinchen super. Und auch, wie gesagt, viele Sondersteinchen. Und auch der Fairy Dust hier hat den neuen Schliff. Da sind mehrere dabei von den Steinchen, die den neuen Schliff haben. Und das ist schon klasse. Einzige, was ein bisschen schade ist, du siehst es hier bei den Leuchtsteinchen, man sieht das Symbol durch. Das ist jetzt nichts, was mich stört. Ich weiß auch nicht, ob das bei den neu produzierten Bildern auch ist. Das weiß ich nicht. Das hier ist aus dem ersten Release, also wie das erste Mal
verkauft wurde von Karat Art. Und ja, da sieht man dann halt bei den Leuchtsteinchen das Symbol ein wenig durch. Aber ich finde, wenn man so von Weitem guckt, sieht man es nicht mehr so stark. Ja, so, ich packe es jetzt mal rüber. So, ist weg. Und dann würde ich sagen, zeige ich dir, was ich noch so diesen Monat gepainted habe. Ich muss gerade gucken, wo ich es hinlege, das Bild. Ja, ich habe hier noch an verschiedenen Sachen, Events teilgenommen. Also wie gesagt, einmal das Mystery Event und auch dieses Karat Art Event. Dafür hatte ich das fotografiert. Aber wie gesagt, beim Big Karat Art Event weiß ich nicht, ob ich das bis zum Schluss mitmache. Ich mache immer mal wieder Bilder von Karat Art, aber wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht so. Also wenn ich da nicht fertig werde mit den Sachen, dann ist es so. Finde ich persönlich aber auch nicht schlimm. Denn gibt ja genug andere Sachen, wo man auch mitmacht. Und mir geht es halt meistens oder eigentlich um den Spaß am Painten. Ja. Von daher, genau. Ja, wo ich ja noch mitgemacht habe, ist das Meerjungfrauen DP Event. Und da habe ich ein großes Bild gepaintet. Hier ist sie einmal. Sie ist auch noch sozusagen am Haken. Und ja, da habe ich echt gedacht, ich würde ein wenig mehr schaffen. Aber mit den 110 Farben, das fällt gar nicht so hier jetzt auf, aber es ist halt schon, ja, Konfetti. Besonders hier bei den Haaren war es sehr konfetti-lastig, hier bei der Haut, der Hand sozusagen auch. Und da kam jetzt nur, ich glaube, so ein Streifen hier dazu und der hier. Tja, das hier Bild ist aus dem Shop von Pichu Moon Art. Wie gesagt, hat 110 Farben, ist 60 x 60. Heißt Mermaid Ocean Jelly. Und ich weiß gar nicht, ich habe gar kein Vorschaubild dabei. Ja, das ist halt eine Meerjungfrau, die ein Buch hält und nachher oben im Hintergrund sind lauter kleine süße Quallen. Ich hatte das jetzt mit Release Paper abgedeckt, weil ich so halt einfach ein bisschen lieber painte. Also entweder mit dem Release Paper oder mit dem Cover Paper. Je nachdem, wie es heißt. Also da gibt es ja unterschiedliche Sachen. Ja. Oder habe ich nicht? Ja, auf jeden Fall, das darf noch weiter mitwandern in diesem Jahr. Da werde ich immer mal wieder dran painten. Und dann denke ich mal, wird das hoffentlich Ende des Jahres fertig werden. Ich habe gerade gedacht, dass ich dir vielleicht hier noch kurz mal so eine Sektion zeigen kann. Ups, jetzt habe ich mir das Paper eingerissen hier. Ja, man sieht hier, es ist sehr konfettilastig. Genau. Ja, auf jeden Fall, das darf noch weiter mitwandern. Und wie gesagt, wird immer mal wieder dran gepaintet. So, einmal rüber. Dann weißt du, dass ich diesen Monat neu angefangen habe. Dieses Bild. Das ist aus der Hobby-Ecke. Marie, das lächelnde Mädchen heißt es, glaube ich. Und hat runde Steine.
Hier oben, das ist schon gepainted. Hier ist es angefangen, aber noch nicht fertig. Hat 49 Farben. Habe ich aber auch ein Unboxing zu gemacht, wie zu der Meerjungfrau und dem Not a Full Moon Yet. Ja, sehr schönes Bild. Gute Qualität. Darf langsam mitwachsen, hat aber keine Hauptpriorität, dieses Bild. Ja, das werde ich mir jetzt immer mal wieder nehmen, wenn ich Lust auf die runden Steinchen habe. Und dann darf es wachsen. Es ist 45 x 45 cm groß. Genau. Das einmal. Jetzt schaue ich mal kurz, was ich mir noch aufgeschrieben hatte für hier den März. Ach ja, den Happy Love habe ich noch. Na. So, das Event Happy Love. Einmal auf Facebook und einmal auf Instagram läuft es, glaube ich. Und da habe ich das Bild hier von Tini Schnickschnack, die Drachenhexe. Da werden alle 2 Tage wird eine Nummer gezogen und die darf man dann painten. Heute am Samstag, am 1.3. ist die 30 dran. Die habe ich noch nicht gepaintet. Ich habe heute noch gar nicht gepaintet. Das werde ich heute Abend dann noch tun. Ja. Und das Bildchen wächst bis Ende März vor sich hin, sozusagen. Ende März ist es dann fertig gepaintet. Ja, genau. Bis jetzt habe ich irgendwie nur außen gehabt fast und das wurde das letzte Mal gezogen, das Feld. Das habe ich gestern gepaintet. Ja. Aber ich finde, kommt sehr gut raus. Aber das hier war auch viel, also das ganze Bild hier ist viel Konfetti. Das ist man gar nicht so gewohnt. Also es ist wirklich, aber dadurch kommt es halt wirklich gut raus. Es sieht jetzt nicht so aus, weil gibt auch so kleine Stellen, hier jetzt zum Beispiel, wo die Farbe ein bisschen mehr liegt, aber ja, an anderen Stellen wird halt viel gewechselt. Ne? Aber ich finde trotzdem, es kommt wirklich gut raus. Dieses Bild, die Drachenhexe, ist 50 x 50 und hat auch AB-Steinchen und nachtleuchtende Steinchen. Genau. Und hier ist es auch so bei den nachtleuchtenden Steinchen. Ich gucke gerade mal. War eine Hochzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das Gehupe hört. Aber da ist wohl eine Hochzeit. Schön. Hä? Na gut. Ich finde es, da zum Beispiel. Aber man sieht es nicht so doll. Also hier sieht man auch das Symbol durch. Ja, aber nicht so doll. Also, es ist nicht schlimm, finde ich jetzt hier zum Beispiel. Ja. Also muss das entweder wissen oder genau gucken. Dann sieht man das und sonst halt nicht, finde ich. Ist jetzt aber kein Faktor, der mich persönlich stört. Denn die Bilder betrachtet man ja von weiter weg und deswegen ist das nicht schlimm für mich. Ja. Und auch hier ist sind die Steinchen einmal mit neuen Schliff und mit altem Schliff dabei, also diese Pyramidenschliff noch mit dabei. Sehr, sehr schön. Ich bin auf jedes Fältchen noch gespannt. Vom Drachen den Kopf und hier auf das Fältchen mit ihren Augen. Ich glaube, die 2 Felder
Die werden nochmal dem Bild so einen kleinen Kick geben einfach. Ja, einmal das zu dem Event. Und dann wollte ich ja noch bei jetzt neu, das ist heute gestartet, bei Photo Kralle und Co. mitmachen. Und da hatte ich das letzte Mal gefragt in meinem VIP und Chat, welches Bildchen ich machen soll, kann, darf, möchte. Und ich werde sie painten. Das ist von Diapop. It's in the Bond von der Künstlerin Amaris. Ist 50 x 62,5 cm groß und hat auch AB-Steine, ich glaube Metallic-Steine und Fairy-Dust-Steine. Also gefällt mir sehr, sehr gut dieses Bild. Und deswegen wird das zu Photo Kralle und Co. gepaintet. Abgekittet und sowas habe ich das noch nicht. Das mache ich heute noch im Laufe des Tages. Und was ich auch machen möchte zu Photo Kralle und Co. ist hier dieses kleine Kätzchen. Das hat das 26 Farben und das hatte ich mir mal bei Amazon gekauft. Auch zu dem Bild gibt es sozusagen ein Unpacking. Genau, 35 x 35 ist die ganze Leinwand und 30 x 30 ist das Bild. Und hier habe ich mir vorgenommen, möchte ich probieren, aus diesen, Achtung, Beutelchen zu painten. Also, dass ich die nur aufschneide und dann mit einer Klammer oder Büroklammer dann wieder zumache. Ja, mal gucken, wie das funktioniert bei mir. Bei wenigen Farben habe ich das schon mal gemacht. Gut, es sind jetzt auch 26 Farben, aber trotzdem, es ist ja schon ein bisschen größer, das Bild. Ja, und das möchte ich halt auch jetzt für den März painten. Das Photo Kralle und Co. Das Event geht, aber ich glaube 2 Monate, also es geht bis Ende April. Ja. Und wenn sich jetzt manche fragen, wie es ist mit meinem Snow Dragon, mein Bildchen von Karat Art, nicht von Diamond Art Club. Er hier. Da habe ich mir vorgenommen, für den März wenigstens das Kitting abzumachen, also die Steinchen einzusortieren und mir das Bild einmal vorzubereiten. Genau. Weil ich schwanke eigentlich schwanke ich zwischen dem und diesem Bild für Photo Kralle und Co. Aber ich habe mich jetzt entschieden, das hier für das Event zu machen und den Drachen dann einfach so, wenn ich Lust drauf habe, zu painten. Genau. So, und das alles habe ich mir hier auch wieder aufgeschrieben. Das ist genauso, wie ich hier unten hingeschrieben habe, Bilder, die vielleicht gepaintet werden. Karat Art Bilder. Ja, ein Karat Art Bild. Vielleicht ein kleines, ich muss mal gucken. Vielleicht fange ich es auch nur an und mache nur eine kleine Ecke. Mal schauen. Ja, und dann habe ich hier ja die Übersicht vom Februar. Und jetzt dachte ich, könnte man ja mal hingehen und sagen, Sleep All Day ist fertig. Meerjungfrau leider nicht. So, die Drachenhexe ist für den Februar auf dem aktuellen Stand. Ja, Not a Full Moon Yet ist fertig und Snow Dragon habe ich nichts gemacht. Naja, 3 von 5 ist auch in Ordnung. Genau. Ja, dann warte ich mal ab, was mir der März so bringt.
mal schauen. Was ich hier auch noch stehen habe, das hast du vielleicht gelesen, ist einmal diese Whip & Chats. Da habe ich von Diapop so kleine Bilder, hatte der Shop drin. Die sind jetzt leider schon ausverkauft. Dazu habe ich auch ein Unboxing gemacht. Das kommt aber dann nicht diese Woche raus, sondern die Woche darauf. Da zeige ich dir das, was ich da gekauft habe. Und mit diesen kleinen Bildern hatte ich halt so eine Kleinigkeit vor. Aber das erkläre ich alles in dem anderen Video. Genau. So, das sind meine Pläne für den März. Kurz und bündig einfach. Und ja. Was sind deine Pläne für den März? Nimmst du an irgendwelchen Events teil? Und wenn ja, schreib mir gerne an welchen. Vielleicht sind wir auch zum Beispiel bei Facebook in derselben Gruppe drin. Genau. Ja, ich hoffe, dir hat das kleine Video zu meinem Pending-Monat Februar gefallen. Zeig mir das gerne mit dem Däumchen nach oben. Das würde mich mega freuen. Und ja, ich wäre froh, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib gesund, hab noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!